Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie man mit Time Sensor Legal Forderungskonten führt. Mit Forderungskonten können Sie Forderungen und Nebenkosten aufstellen, deren Verzinsung berechnen und die Tilgung überwachen. Zur Zinsberechnung können Sie Zinstabellen einsetzen. Bevor Sie Forderungskonten verwenden, sollten Sie sich vergewissern, dass die gewünschten Zinstabellen aktuell sind. Die Zinstabellen finden Sie im Bereich Einstellungen unter Basisdaten. Hier ist als Beispiel der deutsche Basiszins sichtbar. Sie könnten aber auch weitere Zinstabellen hinzufügen. Mit einem Doppelklick öffnen Sie die Zinstabelle. Neue Zinssätze fügen Sie mit dem kleinen Plus hinzu. Wenn Sie die Zinstabellen überprüft haben, können Sie beginnen, mit Forderungskonten zu arbeiten. Suchen wir wieder Frau Kremer-Hess. Öffnen Sie das Dossier. Eröffnen Sie ein neues Mandat zur Zwangsvollstreckung. Frau Kremer-Hess hat am Firmenanlass der Schlampig AG eine Tanzshow organisiert und ist noch nicht bezahlt worden. Verbinden Sie als Gegenpartei also die Schlampig AG. Auf der Seite Rechnungslegung können Sie das Forderungskonto dazuschalten. Aktivieren Sie die Checkbox. Damit ist das Mandat angelegt. Das Dossier zeigt nun einen neuen Tab Forderungskonten. Hier können Sie nun eines oder mehrere Forderungskonten für dieses Mandat führen. Geben Sie dem Forderungskonto zunächst einen sinnvollen Namen. Wählen Sie hierzu im Menü den entsprechenden Befehl und geben Sie den Namen ein. Im Menü können Sie auch neue Forderungskonten anlegen oder bestehende Forderungskonten löschen. Mit dem kleinen Plus können Eintragungen zum Forderungskonto hinzugefügt werden. Erfassen Sie zunächst die Hauptforderung. Wählen Sie die gewünschte Verzinsung, zum Beispiel 5% über dem Basiszins sowie den Zinsbeginn. Die Hauptforderung ist erfasst. Nun erfassen wir die Mahnkosten. Wählen Sie im Menü Klasse die Kostenart und erfassen Sie dann die Mahnkosten gemäß Mahnbescheid. Die Anwaltskosten könnten wir in gleicher Weise eintragen. Für unser Beispiel nehmen wir aber an, eine Rechnung sei bereits gestellt worden. Werfen wir einen Blick auf den Tab Mandate. Tatsächlich finden wir dort eine RVG-Rechnung, die wir ins Forderungskonto übernehmen möchten. Zurück zum Forderungskonto. Wir fügen einen neuen Eintrag an. Im Feld Zusatzdaten können wir die gestellte Rechnung verknüpfen. Dadurch werden die Daten direkt übernommen. Passen wir noch das Fälligkeitsdatum und den Zinsbeginn gemäß Vollstreckungsbescheid an. Fertig! Nun erfassen wir noch die Verfahrenskosten. Klasse wählen, Fälligkeitsdatum eintragen. Die Bezeichnung wählen wir diesmal aus dem Aktionsmenü. Diese Standardtexte können Sie beliebig anpassen. Tragen wir noch die übrigen Informationen ein. Fertig! Am Fuß des Fensters ist ein Total sichtbar. Dieses zeigt die Summe des Forderungskontos inklusive Zinsen bis zum gezeigten Datum. Das Datum lässt sich ändern, sodass Saldo inklusive Zinsen für jedes Datum angezeigt werden kann. Gehen wir nun an die Tilgung. Erfassen Sie mit dem Plus-Button eine erste Zahlung. Die Klasse ist Zahlung. Geben Sie die übrigen Informationen ein: Zahlungsdatum, Bezeichnung und bezahlter Betrag. Beachten Sie, dass die Zahlung in der Spalte Gutschrift aufgeführt wird. Die Zahlung wird in folgender Reihenfolge angerechnet: unverzinsliche Kosten, Zinsen auf verzinslichen Kosten, verzinsliche Kosten, Nebenkosten, Zinsen auf Hauptforderung und am Schluss die Hauptforderung. Erfassen wir gleich noch eine Zahlung, eine zweite Rate über 200 Euro. Beachten
Beachten Sie, dass die verzinslichen Kosten mitsamt Zinsen von 51 Cent nun getilgt sind, ebenso Zinsen von 10,68 € auf der Hauptforderung und ein erster Teil der Hauptforderung. Der Schuldner möchte per 30.06.10 die Gesamtschuld tilgen. Stellen wir fest, wie hoch die Schuld dann sein wird. Es verbleiben 924,50 € der Hauptforderung plus Zinsen bis zum 30.06.10. Erfassen Sie das Datum und die Bezeichnung. Klicken Sie auf Aktualisieren, um den Betrag per 30.06. einzutragen. Die Forderung ist nun getilgt. Das Forderungskonto können Sie auch drucken. Hierzu gibt es eine Druckvorlage. Wählen Sie das Kapitel C2 Zwangsvollstreckung und hier das Druckformular. Sie können das Dokument wie jeden anderen Entwurf drucken oder sichern und archivieren. Für eine noch detailliertere Aufstellung können Sie die Buchungen des Forderungskontos auch in die Zwischenablage kopieren und zum Beispiel in Excel weiter bearbeiten. Ein passend formatiertes Excel-Formular finden Sie in den Vorlagen. Öffnen Sie das Formular und setzen Sie den Inhalt der Zwischenablage ein. Diese Aufstellung ist noch detaillierter. Sie sehen jede Buchung des Forderungskontos sowie deren Auswirkungen auf den verschiedenen Kostenarten. Verwerfen Sie das Dokument. Wir brauchen es an dieser Stelle nicht mehr. Den Entwurf können Sie ebenfalls löschen. Für jedes Forderungskonto lassen sich Einstellungen vornehmen. Sie finden diese im Aktionsmenü oben rechts. Die erste Einstellung betrifft die Reihenfolge der Anrechnung. Wenn Sie hier Konsumkredit wählen, so werden Zahlungen in einer anderen Reihenfolge angerechnet. Die zweite Option ermöglicht das Durchbuchen in die Kanzleibuchhaltung. Sie können damit das Forderungskonto mit der Kanzleibuchhaltung verbinden, und zwar so, dass die vom Schuldner geleisteten Zahlungen automatisch auf das Fremdgeldkonto verbucht werden. Zugleich werden die angefallenen verzinslichen Kosten sowie die Zinsen auf diesen auf dem Fremdgeldkonto belastet. Schauen wir uns das näher an, Sie benötigen etwas Buchhaltungskenntnisse. Der Tab Konten erlaubt einen direkten Blick in die Kanzleibuchhaltung. Da wir das Durchbuchen eingeschaltet haben, sind auf dem Fremdgeldkonto schon alle Zahlungen aufgetaucht. Diese sind auf der Habenseite gutgeschrieben worden. Auf der Sollseite finden wir den Anteil, welcher zur Begleichung der verzinslichen Kosten verwendet wurde. Diese Beträge wurden dem Gutschriftenkonto gutgeschrieben. Dieses Konto heißt bei uns durchlaufende Posten. Die hier vorhandenen Beträge werden zur Begleichung der Kanzleirechnungen verwendet. Die Zinsen auf den verzinslichen Kosten wurden auf das Konto außerordentlicher Zinsertrag gebucht. Sie erinnern sich, dass in diesem Mandat bereits eine Rechnung gestellt wurde. Das Guthaben kann nun verwendet werden, um diese Rechnung zu begleichen. Öffnen Sie die Rechnung mit einem Doppelklick. Unten rechts wird das Guthaben angezeigt. Wir verwenden dieses nun, um die Rechnung auszugleichen. Wenn die Rechnung erst im Nachhinein erstellt worden wäre, hätte TimeSensor Legal das Guthaben sogar automatisch verwendet. Mit der Option Durchbuchen verbinden Sie das Forderungskonto mit Ihrer Kanzleibuchhaltung. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Sie haben gelernt, wie man in TimeSensor Legal Forderungskonten anlegt und bebucht. Sie haben gesehen, dass man Forderungskonten drucken oder den Inhalt in die Zwischenablage kopieren und dann zum Beispiel in Excel weiterverarbeiten kann. Die in Buchhaltung bewanderten Anwender können Zahlungen automatisch auf das Fremdgeldkonto durchbuchen lassen, wodurch Anwaltskosten und Zinsen ebenfalls automatisch verbucht werden und ein Klientenguthaben entsteht, welches dann an die Anwaltsrechnung angerechnet werden kann. Für Informationen zu Buchhaltung und der Handhabung von Guthaben beachten Sie bitte das entsprechende Video. Viel Erfolg beim Einsatz von TimeSensor Legal!